Es ist schon nicht so toll, oder? Das Lesen auch, mit dem Schreiben, mit dem Eingeschriebenen. Ich habe noch nie einen eingeschriebenen Brief bekommen vorhin, oder? Da habe ich zuerst gedacht, ui. Und dann habe ich gedacht, ui. Ja. Genau darum schauen wir jetzt eben, was man für sie findet. Also sind wir realistisch, heute finden wir wahrscheinlich noch nicht die Lösung. Da bin ich jetzt tatsächlich froh, muss ich sagen. Wäre jetzt auch ein bisschen, also ich gebe mir ja Mühe, ich mache einen guten Job. Ja. Ich bin Sonja Bohl, das ist «Musik ist keine Arbeit». Meine heutige Gästin ist Toa Thene. Fast mal für mich allein musst nicht da, das heisst all you can eat. Es hat noch vor allem, drum greif noch mal zu. Chli trüb sind zum Essen, dann hast du wieder Ruhe. Hey Toa Thene, Sie dürfen sich gerade setzen. Danke vielmals. Ja, sehr gerne. Schön sind Sie da. Ich sehe, Sie haben mir gerade noch etwas mitgebracht. Genau, das wäre noch für Sie. Sehr gut, ja. Ich habe ja gesagt, Sie sollen da bitte ein bisschen vorbereiten. Ich kann Ihnen etwas anbieten, einen Kaffee oder so. Ich glaube, ich bin im Moment gerade noch gut. Ja, ist ich bin okay. ein bisschen nervös. Okay, alles klar. Also mit dem Koffein. Ja. Sie trinken ja schon noch Wasser, weil es ist auch im Angebot. Ja, dann nehmt euch doch gerne Das ein Glas Wasser, sehr Wasser. gut, sehr schön. Das machen wir. Das erste Mal beim RAF. Ja, tatsächlich, ja. Oh, das ist erstaunlich. In dieser Bubble ist das jetzt nicht so norm, okay. muss man sagen. Ja. Also gerade so wenig MusikerInnen, die ich noch nicht da gesehen habe. Frau Athena, Sie sind ja doch schon ein bisschen länger in dieser brotlosen Szene unterwegs, kann man so sagen. Ich lese da mit 15 haben Sie eigentlich schon ein bisschen angefangen so mit Musik. Also dort ist es noch im gesunden Bereich von einem Hobby gewesen. Ja. Mal. Ja, vielleicht machen wir so ein bisschen Standortbestimmung. Wie geht es Ihnen? Es geht mir eigentlich super gut. Es ist mehr so ein bisschen, also ich war ein bisschen schockiert gewesen, muss ich sagen, als ich den Brief bekommen habe. Sind noch viel. Weil ich bin immer davon ausgegangen, dass es halt kein Geld gibt. Ich meine, Sie sind gerade knapp Anfang 30, da darf man auch mal noch so ein bisschen träumen, aber eben, es war dann doch auch schon 30 gewesen. Das Leben wird ernst. Also meinen Sie gar keine Chance mit dem irgendwie... Wir gehen da jetzt mal ein bisschen durch. Okay. Vielleicht, wissen Sie, Hobbys sind auch schön. Ja. Also ja, auch tolle Hobbys. Ich gehe zum Beispiel gerne brunchen. Oder ich habe eine Katze, das ist auch ein Hobby. Aber jetzt frage ich Sie, oder? Sie gehen gerne brunchen. Da sehe ich jetzt schon das Problem, braucht man Geld? Sie haben eine Katze, sehe ich jetzt schon das Problem, brauchen Sie Geld? Da denke ich mir, ist doch okay, wenn ich Musik mache und dafür Geld brauche? Ja, eben. Aber ich nenne es Hobby, Sie nennen es Arbeit. Und ihre Arbeit kostet Geld. Ja, ich sehe das natürlich Sie schon. sehen Sie das Problem? Ich sehe, das ist wirklich ein bisschen eine Sackgasse. Jetzt so, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind grundsätzlich zufrieden. Das ist schön, gönne ich Ihnen. Ich will nicht, dass es jemandem schlecht geht, aber jetzt müssen wir auch ehrlich sein, was belastet da gerade? Es geht mir wirklich halt gut, weil ich halt wirklich mit ganz wenig Geld auskomme. Es ist halt mehr wirklich das Erklären. Also jetzt zum Beispiel die Situation da. Das ist so unangenehm, ja. Happig. Es ist halt aber auch ein Eingestehen, dass es wirklich einfach ein System ist, das leider nicht funktioniert, etwas zu machen, wo alle gratis brauchen können und dann noch das Gefühl haben, so blöd sein und denken, ich könnte mit dem oder meinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist natürlich, das sehe ich jetzt auch. 2,7 Millionen Streams auf Spotify. Muss man jetzt ja Ihnen schon das Gute halten. Für die Schweiz ist das tatsächlich eine solide Geschichte. Aber ich meine, mit 2,7 Millionen Streams, das ist da so ein Kaffee pro Tag im Schnitt zahlt? Oder von wie viel pro Tag wäre schon cool, aber es ist schon nicht einmal pro Tag. Ja. Und jetzt gibt es noch gratis Kaffee und Sie nehmen es auch nicht an. Sind Sie einfach gewöhnt Verzicht? Ich hatte einfach wirklich ein bisschen Angst vor Ihnen. Ich sage, wie es ist. Sie wohnen ja auch noch immer in einer WG. Mit Anfang 30 Jahren auch nicht mehr so der Ort, wo man eigentlich sich befinden will. Also ich finde das super. Ja, wie wohnen Sie denn?
Das WG-Leben habe ich schon länger hinter mir gelassen. Okay. Also haben Sie sonst keine Freunde, oder? ich habe eine Katze. Aber haben Sie sonst keine Freunde? Also, Ich bin jetzt wirklich so ein bisschen schwierig mit den Gegenfragen da. Also ich kann ja nicht alleine brunchen. Ich habe mir gedacht, es ist wie so... Oder ich komme ja auch zu Ihnen irgendwie auf Augenhöhe und ich habe mir gedacht, Sie fragen so, dann fragt man etwas zurück, so mit um das Gespräch ein bisschen... Ja, nein, finde ich schön, aber es ist jetzt nicht so die netteste Frage. Also ich weiss nicht, nur wenn Sie das Gefühl haben, es schwingt etwas bei Ihnen mit. Bei mir schwingt jetzt etwas mit, vielleicht haben Sie da gar keinen Wunden-Punkt getroffen. Das habe ich wirklich nicht wollen. Ich hätte mehr darauf raus wollen, dass ich Ihnen anbiete, dass Sie vielleicht auch mal so auf eine Nacht vorbeikommen in meine Wege. Manchmal muss man wissen, wo man Grenzen muss setzen muss. Ja. Und das wäre so eine. Okay, so. ja. Da. Gut, dann gut, ja. Ja. Aber schön, wir darüber geredet. Also wenn ich jetzt das... Das ist schön. Wenn ich jetzt das hier noch würde... Ein weiteres Problem, das ich bei Ihnen einfach sehe, Sie stehen mit sehr vielen Leuten immer auf der Bühne. Also vielleicht können wir da schnell reingüchseln. Also... Ja, ich sehe... Viele Menschen. Ja, ich sehe natürlich. Es ist... Das ist jetzt natürlich total unangenehm, auch wenn Sie mit so Beweismaterial natürlich mich so konfrontieren. Das ist mir klar, dass das irgendwie halt nicht das Gescheiteste ist. Ich meine auch, es ist ja etwas, dass Sie für sich selber entschieden haben, Sie kommen mit wenig aus. Aber da hängen noch ganz viele Leute dran. Ja. Also, was gibt es da pro Auftritt? Ja, es ist schwierig. Also, am Anfang haben wir angefangen bei 7,20 Franken pro Person. Wir haben natürlich immer sehr transparent. Das ist alles, was reinkommt, wird geteilt durch alle. Das sind halt 9 Leute auf der Bühne, dann noch 2 Leute an der Technik, dann vielleicht noch jemand, der Tourmanagement macht. Das sind halt wirklich viele Leute. Es gibt doch knapp ein Kaffee in Zürich. Ja. Vielleicht 2 in Luzern. Ich weiss nicht, so Luzern ist Ja, auch nicht die Luzern günstigste reicht auch nicht für 2. Nein. Das ist halt das Problem, oder? Es ist wirklich überall eigentlich zu wenig. Wissen Sie, da will ich auch transparent bleiben. Ich will das nicht aufhören. Ich glaube, ich würde eben eher fragen, könnten Sie mir eine Lösung vorschlagen, wie es mehr Geld gibt? Oder? Also ich würde das einfach eben Musik nicht als Job sehen. Aber wenn Taylor dort hinten im heiligen Schein ist, wie muss ich denn das deuten? Also schauen Sie, das ist ja meine persönliche Lieblingskünstlerin, muss ich schon sagen. Ja. Aber schauen Sie, da sind wir einfach noch anders Land. Anders angefangen. Vielleicht auch Country. Also ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das gehen. Ein Genre. Ich meine, was nennen Sie da? Kammerpop? Ich meine, man weiss ja nicht mal richtig, wie man ihre Musik soll nennen. Ja, das stimmt. Also, ja. Und meinen Sie, Country wäre dann das Richtige für mich? Ich weiss nicht, ob ich sie ganz im Country sehe. Ja. Schlager? Ja, ist schon schwierig. Was noch ist, ich meine, Sie haben ja doch auch mal eine Ausbildung gemacht, das ist doch schon etwas. Das aber ist halt auch so, Musik, oder? Genau, das ist ja das nächste Problem. Ich meine, da in der Musikausbildung, an der Zürcher Hochschule, da Künste. Ich meine, so eine Kunsthochschule, also ich meine, wer schaut aus einer Kunsthochschule raus? Schauen Sie, also, da denke ich, dort ist das Problem angefangen. Also Sie tun doch noch als Gesangslehrerin arbeiten. Genau, ja. Da wirft etwas ab. Das deckt, was ich brauche. Mein Problem ist einfach mehr ein bisschen, Sie überleben nicht allein von der Musik. Also bringen sie anderen etwas bei, wo sie dann auch nicht davon leben können. Ich glaube, dort ist auch noch so ein bisschen das, was wir uns ein bisschen Sorgen machen. Sie fördern eigentlich wie das Problem. Ja, das sehe ich natürlich. Und also, was würden Sie jetzt sagen, Ausser Sie sind wahnsinnig gut. Ja. Also ich meine, könnten Sie mir jetzt Singen beibringen? Ich glaube, wenn Sie Taylor Swift-Fan sind, dann können Sie das doch schon auch. Schauen Sie, hören und singen sind ja aber zwei unterschiedliche Sachen. Auch, oder? Manchmal. Ja. Hätten Sie mir Tipps? Zum Duschen oder zum Singen? Zum Singen. Also wenn ich Ihnen jetzt etwas beibringen würde, würden Sie mir dann sagen, dass es okay ist, dass mein Hobby mein Beruf ist? Vielleicht könnte man da einen gewissen Konsens finden. Ja, ja, das fände ich cool. Was würden Sie denn gerne lernen? Sie sind Lehrerin. Sie sind halt ein kleiner Knacknuss, wissen Sie. Ja, ich glaube, ich würde Ihnen sicher mal empfehlen, ein bisschen lockerer zu werden. Okay. Und
für das würde ich jetzt sagen, machen Sie mal das da. Denken Sie an Ihre Katze. Ja, der Schnurli ist mir auch gerade in den Sinn Schnurli, gekommen. machen Sie gerade den Schnurli noch. Ja. Ja, super. Können Sie mal den Schnurli allein machen? Super. Und jetzt einfach für die Körperhaltung hinsitzen gerade. Und dann wäre es wichtig, dass Sie Ihre Hände nehmen, so machen und dazu machen und dann machen Sie noch super. Also Sie sind ein Naturtalent. Ja. Sie sollten das wirklich machen. Also mein Traum wäre ja wirklich mal ein Featuring mit dem Peach Weber zu haben. Ich weiss, dass er schon ein paar Hallenstadien schon voraus ausverkauft hat. Bis in 27. So müssen wir denken, Ja. Frau Limacher. Und dann sind wir nämlich auch beim anderen Thema. Sie hat mal Komikerin werden. Das finde ich eigentlich auch sehr brotlos, aber ja, das aber gibt's in gar dieser nicht. Kombination... Dürfte ich mir das kurz aufschreiben? Ja, ja. Nehmen Sie. Also wir hatten eigentlich kurz Country, oder? Und dann Schlager. Ja. Und Peach Weber. Okay. Ja, Frau Athena, ich glaube, für heute machen wir da nicht mehr weiter. Ich glaube, das ist jetzt mal ein kleiner Schritt. Ja, und ich schätze ja auch Ihre Arbeit. Und das ist ja Bin auch ich wirklich froh. ein richtiges Büro. Darum Ja. hat das ja auch Berechtigung. Sicher. Ja. Ja. Aber danke Aber- vielmals. Frau Athena, danke vielmals. Merci auch fürs Wasser. Jetzt kann ich sagen, ich trinke nur Wasser, weil ich kann mir den Kaffee halt nicht leisten. Sonst- Der wäre jetzt heute offeriert gewesen. Das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, aber ich dachte, ich muss beim... Nächstes Mal. Ja, Nächstes Mal. es ist ja nicht das letzte Mal.